Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar Daten für Berlin, BVG und MotionTech testen, eine digitale Einnahmeaufteilung. Ich freue mich sehr über die rege Teilnahme. Mein Name ist Stefan Leppler, ich bin Gründer und Geschäftsführer von MotionTech. Ich freue mich riesig, dass wir Sie zu dieser exklusiven Veranstaltung hier, virtuellen Veranstaltung hier begrüßen dürfen. Wir wollen heute darüber sprechen, wie man über Smartphone-Messung Nutzungsdaten erfassen kann für Anwendungsfälle, gerade mit Blick auch auf die Wirkungsmessung und die Einnahmeaufteilung, Wirkungsmessung nationaler Tickets beispielsweise und ja, wie das in der Kollaboration mit der BVG funktioniert, werden ja unsere beiden Gäste heute, Nora Binnig und Stefan Geier, uns dann im Detail verraten. An der Stelle würde ich kurz bitten, Nora und Stefan vielleicht euch mit ein, zwei Sätzen mal kurz vorzustellen und dann würde ich mal unsere Gäste durch die Agenda führen. Vielleicht Nora zuerst. Dann starte ich doch gleich mal. Nora Binnig, ich bin seit 4 Jahren bei der BVG. Ich bin Verkehrsingenieurin. Datenanalyse und die Verwendung von Daten interessiert mich, glaube ich, schon meine gesamte Berufslaufbahn. Bei der BVG bin ich tatsächlich zweigeteilt. Einmal arbeite ich hier für das Projekt NUVA als in der Projektleitung und auf der anderen Seite plane ich Neubaustrecken und da ist es natürlich dann immer besonders spannend, neue Daten und gute Daten, die dann direkt in die Planung und auch in politische Entscheidungen einfließen können, nutzen zu können. Genau. Und mich teile mir die Projektleitung mit Stefan, der jetzt gerne noch was über sich sagt. Ja, sehr gerne. Hallo. Ich bin im Team Neue Mobilitätsdaten und das heißt schon, es gibt klassische Mobilitätsdaten, die klassisch irgendwie mit gezählt werden und automatisches Fahrgastzählsystem. Und es gibt andere Möglichkeiten. Die meisten, die wir machen, ist eben sowas mit dem Smartphone, dass wir Mobilfunkdaten nutzen, um die Mobilität in Berlin festzustellen oder WLAN-Daten oder eben wie bei diesem Projekt mit GPS-Daten. Und da leite ich Projekte, um neue Daten irgendwie für die BVG auch verfügbar zu machen und dann einen Nutzen für die BVG zu erzeugen. That's it. Super, vielen Dank. Prima, genau, kurz zum Überblick. Ich würde gleich mit einer ganz kurzen Präsentation zu MotionTech starten und dann, sozusagen der Hauptteil geht dann rüber zu unseren Gästen von der BVG, die dann wirklich Einblicke aus dem Projekt geben und im Anschluss, je nachdem wie schnell wir jetzt durchkommen, haben wir dann noch so 15 bis 20 Minuten für Fragen. Zum Stichwort Fragen, es gibt unten in der Bildschirmecke diesen Fragen-Button. Ja? Wir würden Sie bitten, aufgrund der hohen Teilnehmerzahl einfach dort Fragen schriftlich zu formulieren. Und dann hat man über dieses kleine Symbol dort an der Seite die Möglichkeit auch, bereits gestellte Fragen halt zu voten und halt entsprechend zu priorisieren, sodass wir dann einen guten Eindruck bekommen oder ich sozusagen in meiner moderierenden Funktion einen guten Eindruck davon bekomme, welche Frage denn am meisten oder am brennendsten interessiert. Dann können wir das am Ende so ein Stück weit priorisieren und dann haben wir die Möglichkeit, die Präsentation im Stück uns anzuschauen und zu genießen und dann können wir die Fragen halt im Anschluss beantworten. Die erste Frage, ja, die Veranstaltung wird auch aufgezeichnet. Wer sich hier angemeldet hat, über den Link hat auch die Möglichkeit, nachträglich auf die Aufzeichnung zu schauen. Das heißt, wenn Sie früher raus müssen, nicht bis zum Ende dabei sein können, können Sie das Ende der Veranstaltung dann auch einfach im, Real Life verfolgen. Genau. So viel zur Vorrede. Ich teile jetzt mal ganz kurz meinen Bildschirm und würde ganz kurz für die paar wenigen, die MotionTech noch nicht kennen, ganz kurz MotionTech vorstellen, was wir machen in ganz knapper Form. Im Wesentlichen, ja, wir entwickeln Technologie zur digitalen Mobilitätserfassung mit Hilfe von Smartphones und schaffen dadurch für unsere Kunden eine kosteneffiziente Möglichkeit, Mobilitätsdaten kontinuierlich aufzuzeichnen,
mit der Möglichkeit auch ein hohes Engagement der Teilnehmenden zu erzeugen, mit den Leuten zu interagieren, Daten auch über Zeit kontinuierlich zu erzeugen und in sehr, sehr hoher Qualität und sehr, sehr hoher Granularität. Wir sind, ich sag mal, sehr, sehr stark im Dachraum unterwegs mit Projekten, haben allerdings auch sozusagen im internationalen Kontext erste Projekte auch in Nordamerika, in Skandinavien und Südeuropa. Genau. Ganz grob sozusagen geclustert die Bereiche, die wir abdecken, wo unsere Technologie zum Einsatz kommt, sind einmal nationale Mobilitätserhebungen, dann, das ist heute auch unser Thema, der Bereich Einnahmeaufteilung im öffentlichen Verkehr, also oder speziell gesagt oder detaillierter gesagt, die Datengrundlage zu schaffen für Einnahmeaufteilungsuntersuchungen. Wir arbeiten auch sehr, sehr intensiv mit Universitäten zusammen, im nationalen wie im internationalen Kontext und ermöglichen auch grüne Treueprogramme. Das heißt, mit Hilfe der Technologie Leute in ein bestimmtes Verhalten oder zu einem bestimmten Verhalten zu motivieren, sogenanntes Nudging, was hier, muss ich auch ganz kurz sagen, explizit nicht gewünscht ist, sondern hier wollen wir halt objektiv, also im Kontext des Projekts mit der BVG, wollen wir objektiv messen, wie sich Menschen bewegen und mit Blick auf die Mobilitätserfassung im Speziellen. Das Ganze machen wir, wie schon gesagt, über Smartphone-Apps. Da haben wir sogenannte Standalone White-Label-Apps, über die man aufzeichnen kann, so digitale Tagebücher. Wir haben sind in Applikationen, in Smartphone-Apps integriert, die diese Nudging und Reward-Programme steuern, als auch die Möglichkeit, unsere Technologie in bereits bestehende Apps oder ÖV-Apps zu integrieren. Wir messen dann kontinuierlich präzise auf Etappenbasis, wie sich Menschen von A nach B bewegen und liefern dann unseren Kundinnen und Kunden Erkenntnisse zur Mobilität. Also wie bewegen sich Menschen im Alltag über Zeit. Genau. Das Ganze passiert natürlich vollständig DSGVO-konform. Wir liefern ein sehr granulares Verständnis davon, wie Menschen sich von A nach B bewegen, wie Alltagsmobilität aussieht, erkennen aktuell 12 verschiedene Verkehrsmittel vollautomatisch im Hintergrund. Dazu sind dann keine manuellen Eingaben der Nutzenden notwendig. Sehr wohl kann man gerade über diese Tagebuch-Apps auch Fragebögen steuern, oder Fragebögen einspielen, um zusätzliche Informationen wie Soziodemografie beispielsweise einzufragen. Und das Ganze funktioniert mit einer sehr, sehr hohen Erkennungsgenauigkeit bezüglich der automatischen Erfassung dieser Verkehrsmittel. Wie gesagt, das Ganze passiert im granularsten auf Etappenbasis und Aufenthaltszweckbasis. Das heißt, man hat dort dann Sequenzen, wie man hier auf der rechten Seite sieht, zwischen beispielsweise U-Bahn zu Fuß gehen und anderen Transportmodi sowie Aufenthalten wie beispielsweise Erledigungen, Einkäufe etc. Genau. Für den Kontext hier, und das ist dann auch meine letzte inhaltliche Folie, ist es halt notwendig, nicht nur die Etappe mit dem jeweiligen Modus zu erkennen, sondern entsprechend auch ÖV-Attribute, also öffentliche Verkehrsattribute mit hinzuzufügen. Das heißt, es geht nicht nur darum zu erkennen, dass das beispielsweise eine S-Bahn war oder eine U-Bahn oder eine Straßenbahn, sondern eben auch darüber zu erkennen, welche Linie war das, mit welchem Ziel, welche Zielstation fährt sie an, wo ist der Einstieg, der Ausstieg, was Abfahrt und Ankunftszeit. Aber dazu werden uns dann Nora und Stefan im Folgenden noch ein bisschen mehr zeigen. Und damit würde ich sagen, erstmal vielen Dank fürs Zuhören, für den Motion Tech Part als kleine technische Einführung. Und damit übergebe ich dann an Stefan und Nora. Freue mich zu hören und bin gespannt, was Sie aus dem Werkstatt und den aktuellen Umsetzungen des Projekts NUWE berichten können. So, genau. Also ich werde mal kurz starten. Wir haben das Projekt NUWE aufgesetzt. Das Wort wird mir ein paar Mal vermutlich rausrutschen. Es steht für nutzerunterstützte Verkehrserhebung.
Und das hier ist jetzt ein kleiner Ausschnitt daraus. Wir befinden uns eigentlich noch am Startpunkt des Projektes. Das Projekt ist aufgesetzt, aber wir sind noch in einer Evaluations- und Erkundungsphase, was wir eigentlich mit den Daten machen können, wollen und wie wir uns dahin entwickeln, dass auch das passiert, wofür wir uns das Ganze ausgedacht haben. Ähm, Wir wurden angehalten, nur ganz kurz zu sprechen. Das Projekt ist sehr groß geworden. Wir haben so ein paar kleine Kernpunkte rausgepickt. Ähm, Es sind natürlich noch sehr viel mehr, aber am Ende ist ja noch Zeit für Fragen und Diskussionen. Genau. Ähm, Die 3 Punkte, die wir uns rausgesucht haben, ist einmal, dass wir auf die Ziele und das Vorgehen eingehen werden. Also, warum machen wir das Ganze und was haben wir uns ausgedacht, wie wir es machen? Und dann zeigen wir ein paar erste Ergebnisse und Plausibilisierungen, was uns jetzt schon die Daten sagen. Und dann kommt der Teil, den vermutlich viele spannend finden, die Einnahmeaufteilung, wie da auch unser weiteres Vorgehen sein wird. Genau. Wir haben diese automatische Wegeerfassung aufgrund von 3 Zielen uns ausgesucht, und zwar, einmal Aufwandsminimierung und Digitalisierung. Da steckt auch das ganze Thema Einnahmenaufteilung drin, aber auch alles, was an Befragung geht, also wo alles, was an manuelle Befragung, also Befragung in Fahrzeugen geht, dass das, sehr teuer ist und wir versuchen durch, eine digitale Lösung zu ersetzen. Das andere sind Mobilitätsdaten für unser Angebot. Die Wegeerfassung, eine automatische Wegeerfassung gibt uns natürlich einen viel, viel besseren und detaillierteren Blick über alle mögliche Wege innerhalb von Berlin, auch außerhalb unseres Verkehrsmittels, also außerhalb der BVG-Verkehrsmittel, und kann uns Entscheidungen bieten für die Angebotsoptimierung, aber auch, wenn man in Stichpunkt digitaler Zwilling denkt, dass das natürlich wahnsinnig gute Eingangsgrößen und Kennziffern sind, mit denen man da reingehen kann. Perspektivisch wollen wir natürlich auch noch, in das Thema Kundengewinnung und Kundenhaltung gehen, dass auch, die automatische Wegeerfassung da im könnte 'n Bonusprogramm et cetera denken, auch da noch weitere spannende Punkte bringen könnte. Was haben wir gemacht? Also, Motion-Tech ist ja unser Dienstleister und wir haben die Software von Motion-Tech in unsere Fahrinfo-App integriert. Wer die Fahrinfo-App, nicht kennt, das ist die App der BVG, mit denen, sehr viele Menschen, 3 Millionen Menschen haben die App auf ihrem Handy, ähm, ihre Routen planen können und auch Tickets kaufen können. Das heißt, es gibt auch keine zusätzliche App, in der wir diese Wegeerfassung machen, sondern es ist integriert in 'ne Bestands-App. Damit kommen natürlich auch gewisse Höhen und Tiefen. Man hat natürlich die vielen Kontaktpunkte, aber natürlich ist es nicht der Fokus einer Routing-App, dass man damit Wegeerfassung macht. Aber wir haben uns da, glaube ich, mittlerweile ganz gut arrangiert. Ähm, Was uns die Wegeerfassung bringt, ist, was, Stefan Leppler ja schon gesagt hat, wir haben eine automatische Erkennung des Verkehrsmittels und zusätzlich für alle Linien im Verkehrsverbund eine Zuordnung der Linie. Das heißt, wir wissen dann, ob die Leute mit welchem Bus gefahren sind, der genauen Linie und der Ein- und Ausstiegshaltestelle. Zusätzlich haben wir noch, ein Modul uns, gewählt, dass wir die wahrscheinlichen Aktivitätenzweck haben, also beispielsweise, Arbeit oder zu Hause. Damit haben wir auch noch mal den Wegezweck. Das ist auch noch sehr spannend. So sieht es aus, wer die BVG-App nicht hat. Wir haben, kann man eigentlich meine Maus sehen? Ja. Wir haben oben in der Ecke dieses kleine Symbol, eine kleine Geschenkekiste, und wenn man darauf klickt, kann man auf „Jetzt mitmachen" klicken und kann sich dann anmelden für die Wegeerfassung. Das Ganze ist auch, wenn man auf Service klickt, ist es da auch noch mal integriert, und dann kann man es auch da noch mal sehen, sogar ob man dabei mitmacht oder nicht. Wenn man auf Mitmachen klickt, dann ist es ein etwas längerer Anmeldungsprozess. Man, muss gewisse Berechtigungen der App erteilen, damit auch die Wegeerfassung funktionieren kann. Zusätzlich haben wir 2 Punkte. Einmal
die aus Datenschutzgründen notwendig waren. Das eine ist, dass es nur möglich ist, an der Wegeerfassung teilzunehmen, wenn man ein BVG-Konto hat und damit angemeldet ist. Und zusätzlich haben wir noch die freiwillige Einwilligung, die auch aktiviert werden muss, bevor man da mitmachen kann. Genau, das ist jetzt unser neuestes Thema, dass wir jetzt auch zusätzlich noch Gewinne haben, um die Leute länger an dem Projekt halten zu können. Es gibt einmal jeden Monat kann man kleine Gewinne gewinnen und dreimal im Jahr gibt es dann unsere grandiosen Hauptpreise für dieses Jahr. Ich mache mal ein bisschen Werbung, falls jemand, noch nicht aktiv dabei ist und aber sich bewegt im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Es gibt dieses Jahr noch eine Switch, einen Dyson-Staubsauger und ein Jahresabo zu gewinnen. Also gerne allen Freunden und Bekannten Bescheid sagen. Wir freuen uns über jeden, der teilnimmt. Hm, Wenn wir schon über Teilnehmer reden, es gibt 28.000 Menschen, die tatsächlich diesen gesamten Registrierungsprozess durchgemacht haben. Und wie wir sehen, es ist auch stetig steigend. Das heißt, es kommen immer noch Menschen dazu. Ähm, Genau, und seit 2 Wochen, 1,5 Wochen ist es jetzt auch live, dass wir dieses Gewinnspiel mit drin haben. Noch sehen wir keine große Veränderung in der Zunahme der Nutzerzahlen, aber solange wir immer noch weitere Registrierungen haben, sind wir auch damit ganz zufrieden. Registrierung bedeutet, genau, wie ich gesagt habe, man hat einmal den gesamten Anmeldeprozess durchgemacht und ist mindestens einen Weg gefahren. Ich gucke jetzt auf die nächste Folie. Das ist jetzt eine andere Zahl und das sind tatsächlich die User, die aktiv an einem Tag waren. Das heißt, wir sehen, ähm dass sich die Leute sehr viel an und abmelden. Das ist anders, als wir es erwartet haben. In meinem Kopf aktiviert man das einmal und dann behält man das einfach und es fällt einem gar nicht auf. Was wir aber sehen, dass da große Schwankungen drin haben, was aber auch okay ist, wenn man sich überlegt, dass wir versuchen, von möglichst vielen Menschen die Wege zu haben, und der Fokus dann auf, langfristige Teilnahme ist natürlich immer noch spannend, aber nicht ganz so wild. Was wir hier auch noch sehen, ist, dieser wunderschöne Knick. Da gab es tatsächlich einen Bug in der BVG-App, der nichts mit unserem Projekt zu tun hatte. Aber auch das sind natürlich Themen, die, wenn man es in eine andere App integriert, mit reinspielen. Man hat dann halt einfach ist halt abhängig von allem, was drumherum ist. Die kleinen Zipfel, die man hier immer sieht, das sind tatsächlich die Wochenenden, da bewegen sich die Menschen nicht so sehr. Oder auch, was man erkennen kann, sind die Herbstferien in Berlin. Auch da wurde dann auf einmal nicht so viel sich bewegt, wie das an den anderen Tagen ist. Genau, damit würde ich jetzt auch schon zu den ersten Ergebnissen kommen. So, genau. Ich möchte ein bisschen erklären. Wir sehen hier auf der Ich habe so viele Bildschirme, das, ist etwas verwirrend. Auf jeder Seite sehen wir die Verteilung der Einwohner in Berlin. Und zwar sind das die Berliner Altbezirke. Und man sieht aber, wo es dunkler wird, wohnen mehr Menschen. Also zum Beispiel in Neukölln, der Altbezirk mit den meisten Menschen. Und zum Beispiel in Zehlendorf wohnen nicht so viele Menschen. Und auf der anderen Seite die Verteilung der registrierten Nutzer. Und da sieht man, dass die Zahlen zueinander passen. Auch hier sieht man, in Neukölln ist eine dunkle Farbe, also auch da sind viele Leute drin. Und in Zehlendorf ist es wieder eine helle Farbe. Da sind nicht so viele registrierte Nutzer. Tatsächlich haben wir in Mitte 'n bisschen einen Überhang, aber wir sehen auch, dass wir zum Beispiel auch Menschen haben, die in Reinickendorf wohnen und mitmachen. Das heißt, wir haben schon eine ziemlich gute Verteilung. Und was auch spannend ist, auch 11% der Teilnehmenden wohnen in Brandenburg. Das heißt, wir haben auch Menschen, die von außerhalb rein und raus pendeln und können auch diese Menschen mit in unseren Daten sehen. Genau, dann das ist auch noch eine der spannenden Auswertungen. Unsere erste Erkenntnis war, dass wir schon ziemlich gut einige Punkte treffen und das sehen wir einmal in der dunklen oder in der durchgehenden Farbe sind unsere Zähldaten aus dem Jahr 24, wie die Aufteilung zwischen den 3 großen Verkehrsunternehmen, die in Berlin fahren, ist. Und zwar einmal die BVG, die, Berliner S-Bahn und dann alles, was Regiobahn ist.
Und da treffen wir daneben, sehen wir dann gepunktet, was unsere Nuve-Ergebnisse ergeben und sehen, dass wir da schon ziemlich genau den Wert treffen. 1% Unterschied zwischen S-Bahn und BVG, über den würde ich mich gerade nicht streiten wollen. Was wir auch haben, ist einmal der Vergleich zwischen der SAV 23 und Nuve. Wieder in dunkel, in durchgehend sehen wir die SAV-Ergebnisse, was die Verteilung zwischen MIV, ÖPNV, Radverkehr und Fußgängern ist. Und auch hier sehen wir, dass wir ziemlich gut die Werte treffen für MIV und Bus, was super spannend ist. Das heißt, es ist ein schönes Zeichen dafür, wie mobil eigentlich die Berliner sind und dass man, auch wenn man ein Auto hat, mit der BVG fährt oder auch die BVG-App benutzt und auch andersrum. Wo wir eine kleine Abweichung haben, sind Radverkehr und Fußverkehr. Hier sehen wir, dass wir eine kleine Unterschätzung haben der Radverkehrs. Vielleicht gibt es das dann eher, dass mehr Menschen nur Rad fahren in Berlin und sich nicht in die öffentlichen Verkehrsmittel trauen. Ähm, und genau, das vielleicht dazu. Und als letzter Punkt würde ich noch mal die Tagesganglinie zeigen. Einmal haben wir die Zählungen aus dem Jahr 1920, was unseren ÖPNV angeht, und daneben die Nuve-Linien. Da sehen wir eine kleine Verschiebung, aber das könnte auch noch der Technik geschuldet sein, weil wir ja bei den Nuwe-Wegen, jeder Weg ist tatsächlich einer Uhrzeit zugeordnet und in unseren Zählungen haben wir, dass der Start des Wegepunktes dann der Start der gesamten Etappe ist. Da könnte es noch eine kleine technische Problem sein, aber auch hier sehen wir, dass wir auch hier eine Tagesganglinie ganz gut treffen und die Ergebnisse schon mal plausibel erscheinen. So schnell einmal durch das Thema und dann, Stefan erzählt euch jetzt noch was zur Einnahmeaufteilung. Moment. Ja, also wir haben gesehen, die Daten sind wirklich sehr plausibel, sie sind auch repräsentativ. Wir haben nicht nur wir haben jetzt ja nur einen kleinen Ausschnitt gezeigt, wir haben auch noch Richtung Geschwindigkeit und, Entfernung und der Durchschnitt, wie es da so aussieht. Es sieht alles sehr, sehr plausibel aus und dann haben wir gesagt: „Okay, dann können wir wirklich in die Einnahmeaufteilung mit diesen Daten reingehen.“ Und man sieht es hier schon, die große Frage ist ja, wie können wir die Kosten der Einnahmenaufteilung reduzieren und dennoch eine hochwertige Datengrundlage erhalten. Sprich, im Moment läuft gerade wieder eine Verkehrserhebung, die läuft von Januar bis Dezember. Das heißt, da gibt es äh, sind sehr viele in den Fahrzeugen unterwegs und zählen und befragen. Mach mal weiter. Genau, das ist jetzt in 'nem VBB gab es im Jahr 24 1,3 Milliarden Euro Einnahmen. Die müssen dann verteilt werden unter 36 verschiedenen Unternehmen. Und das ist die große Herausforderung, dass man wirklich die Daten in der Genauigkeit erhält, dass auch kleinere Unternehmen gut abgebildet sind und, auch alle mit der Methodik einverstanden sind. Im VBB ist es so und ich denke, das wird in den anderen, äh, und Verkehrsverbünden ähnlich sein. Wir haben das Konsensprinzip. Das heißt, alle müssen dem auch zustimmen, damit es dann auch tatsächlich zu dieser Verteilung kommt. Im VBB ist es so, dass alle 3 Jahre eine Einnahmenaufteilung durchgeführt oder die Erhebung für die Einnahmenaufteilung durchgeführt wird. Auch da ist man am Überlegen, um Geld zu sparen, sollte man diese Intervalle etwas ausweiten oder gibt es vielleicht nicht eine Methodik, die das automatisch macht, nämlich genau das, was wir mit Motion Tech machen. Und dann könnte man tatsächlich auch sehr viel aktueller, im Zweifelsfall ja sogar jedes Jahr, die Einnahmenaufteilung anpassen. Aber das liegt noch in Zukunft, wie wir denn tatsächlich damit umgehen. Erstmal müssen wir diese Methodik etablieren. Wie geht das vonstatten? Das eine ist eine Zählung, die hat auch lange Zeit manuell stattgefunden. Das heißt, die Erheber und Erheberinnen sind in die Fahrzeuge gegangen, haben wirklich gezählt, wie viele Einsteiger, wie viele Aussteiger das sind da. Bei der BVG haben wir mittlerweile vielleicht, 'n automatisches Fahrgastzählsystem bei etwa 1/3 der Fahrzeugen. Das genügt,
um genug Daten zusammenzukriegen, dass wir diese ganzen Zählungen auch ersetzen können. Das heißt, bei den Zählungen sind wir schon soweit. Da sind noch nicht alle Unternehmen innerhalb des VWB soweit. Wir sehen diese AFZS als eine wichtige Grundlage an, dass wir auch bei der Befragung automatisiert vorgehen können. Und genau da ist es so, wir sind im Moment noch bei einer manuellen Befragung, die gerade jetzt sind gerade in Berlin-Brandenburg Interviewer und Interviewerinnen unterwegs und befragen die Fahrgäste. Wir haben in 2025 ist es so, dass wir 160.000 Interviews als Sollgröße eingeführt haben. Also das ist das, was wir brauchen, um eine vernünftige statistische Sicherheit zu haben für die verschiedenen Ticketarten, die es gibt und für die Linien. Im Jahr 2022, vor 3 Jahren, hatten wir nochmal deutlich mehr geplant, aber da kommt ein zweiter Punkt zum Tragen. Das eine ist ja Geld, das andere ist, dass wir auch immer größere Schwierigkeiten haben, genügend qualifiziertes Erhebungspersonal zu finden. Also wir geben das zwar an eine Feldfirma, aber die hat dann natürlich die gleichen Probleme. Und das große Ziel ist, dass wir kein Erhebungspersonal mehr benötigen. Gibt schon mal eine größere Einschränkung. Rein rechtlich dürfen wir Personen unter 16 Jahren gar nicht befragen. Wir haben wegen des Gewinnspiels bei uns jetzt die Grenze eingezogen unter 18 Jahren. Das heißt, ab 6 Jahren müssen Fahrgäste ein Ticket haben. Das heißt, diese Personengruppe 6 bis 18 Jahre dazu muss es dann noch eine Methodik gefunden werden, wie man entweder müssen wir dazu noch Erhebungen durchführen oder es wird insgesamt im Konsens ein Verfahren gefunden, wie man das dann auch ersetzen kann. Gern mal weiter. So, wo stehen wir? Also es ist tatsächlich jetzt hier ein Bericht aus der Küche. Wir haben es ja eben gesehen, wir sind noch immer im Hochlauf. Es sind immer noch, dass sich immer mehr Personen anmelden und immer mehr mitmachen. Und wir hoffen, dass wir dann auch irgendwann ein Level erreichen, das wir dann auch halten können. Unabhängig davon, auch obwohl wir im Hochlauf sind, haben wir seit dem Start im Mai 2,5 Millionen Etappen erfasst. Ich finde es grandios. Also zum einen die Zahl 28.000 Personen waren bereit, auch ohne Incentivierung sich zu beteiligen. Und wir haben jetzt schon 2,5 Millionen Etappen. Wichtig für jetzt den Business Case ist, dass wir knapp 600.000 ÖV-Etappen haben dabei. Und wir haben jetzt als erstes mal geguckt, auch mit den Daten seit Ende der Sommerferien, wie ist es denn auf die Linien verteilt. Und wir sind hier, dass wir in Berlin alle Linien tatsächlich wenigstens mit einer Fahrt erfasst haben. Beim Bus fehlt eine, das ist die Rufbuslinie, die ziemlich weit draußen ist, aber noch in Berlin. So, und wo wir noch nicht ganz alles haben, ist bei dem Regionalbahnverkehr. Aber da ist es so, dass wir den Proof of Concept hier für das kleine Berlin machen innerhalb von Brandenburg und für diesen Proof of Concept auch noch gar nicht die Absicht war, dass wir alle Regionalbahnen tatsächlich erheben können. Aber für Berlin haben wir so gut wie alles. Das ist der erste Teil und das zweite ist genau, dass wir dann gucken, haben wir auch alle Linienabschnitte. Da sind wir gerade dabei. Und das Weitere ist, dass man dann ja auch wir das Ticket kennen müssen. Das heißt, wir mit der automatischen Wegeerfassung können wir wirklich die Wege sehr, sehr genau erfassen, auch vielleicht genauer als es das in den Befragungen geschieht. Das, was wir aber nicht wissen, ist das genutzte Ticket, also jedenfalls nicht über die MotionTag-App. Das muss noch zusätzlich kommen. Das heißt, wir haben dann eine In-App-Befragung durchgeführt und zusätzlich können wir die digitalen Tickets zu den Wegedaten dazuspielen und haben darüber dann genau das Ticket, was dafür genutzt wurde. Das haben wir eben nicht für alles. Man sieht, wir haben etwa 600.000 ÖV-Etappen. Für 1/3 davon wissen wir dann auch, mit welchem Ticket gefahren wurde. Und das heißt, wir haben etwa 200.000 ÖV-Etappen und davon sind
140.000, die auch mit der BVG gefahren sind, die wir dann genau dafür benutzen können. Man sieht 140.000, das passt ja schon fast ganz gut zu dem, was eigentlich geplant ist für das gesamte Jahr 25 an Interviews. Das waren 160.000. Wir sind jetzt bei knapp 6 Monaten, also in der Hälfte der Zeit haben wir schon genügend Interviews zusammen. Natürlich muss man dabei betrachten, dass dann auch Wege doppelt sind. Also wir sind noch dabei, weiter zu sammeln. Und es gibt natürlich noch weitere Anforderungen. Das eine ist, der Trichter senkt sich dadurch, dass wir gucken müssen, haben wir alle Tickets, haben wir alle Wege. Das Weitere ist, dass die Anforderungen sehr, sehr hoch sind, wie sie im Moment in der analogen Befragung vorgesehen sind. Also man muss nicht nur jede Linie haben und nicht nur jeden Abschnitt, sondern jede Linienvariante. Also wenn eine Linie verkürzt fährt, also die Hälfte der Wege bis zum Endpunkt und die andere Hälfte vielleicht nur zum Zwischenpunkt, dann muss beides richtig abgebildet sein. Es müssen natürlich beide Richtungen da sein. Es gibt die 3 Tagarten, also Montag bis Freitag, Samstag und Sonntag. Und es gibt dann für die jeweilige Tagart dann noch unterschiedlich viele Tageszeitklassen. Beim Montag bis Freitag gibt es dann 7 Tageszeitklassen, also 3 bis 6 Uhr, 6 bis 9 Uhr, 9 bis 12 Uhr und so weiter. Auch da müssen wir in allen Tageszeitklassen natürlich mit Erfassungswegen vertreten sein. Da sind wir gerade dabei, das zu prüfen. Und da war es dann auch die Schwierigkeit, zum Beispiel die Tageszeitklasse wird nicht danach bestimmt, wann der Fahrgast irgendwo eingestiegen ist, sondern wann die Fahrt, also das Fahrzeug, an der ersten Starthaltestelle, an der ersten Linie, an der ersten Haltestelle der Linie war. So, das heißt, was wir noch brauchen zusätzlich, ist dann genau die Aussagen dazu, in welcher Fahrt ist er, welche Richtung hat die Fahrt, wo ist der Startpunkt und wo ist der Zielpunkt dieser Fahrt, die das Fahrzeug macht. Und da war es auch so, dass das war ein Change Request, den wir jetzt letzte Woche angemeldet haben und gesagt haben, das brauchen wir jetzt unbedingt, um die Anforderungen zu erfüllen. Und auch da hat sich MotionTech sehr professionell verhalten und hat sehr, sehr schnell uns diese Daten in den Datenstrom mit eingebaut. Und wir sind jetzt gerade dabei, das dann auch in unsere Datenbank mit rüberzuziehen und dort auch rückwirkend die Daten nochmal zu reprozessieren, sodass wir alle Daten dort drin haben. Ja, wo stehen wir, Nora? Das, was wir jetzt haben, ist, wir sind natürlich im engen Austausch auch mit dem VWB, bei dem das dann begutachtet wird und auch alle anderen Unternehmen dann reinkommen. Aber im Moment geht es darum, dass die Gutachter des VWB als neutrale Gutachter sich die Daten angucken. Die Daten müssen verknüpft werden mit den Zähldaten. Sie müssen hochgerechnet werden und dann werden die verschiedenen Kennwerte auf Basis von den Personenkilometern, auf Basis der Fahrgäste, die damit gefahren sind, werden die Kennwerte berechnet, werden verglichen und dann kommt eben die Bewertung, ob dieses Verfahren ein gutes Verfahren ist, was nicht nur Geld einspart, sondern genau die gleiche Datengrundlage bieten kann, wie das die analogen Vorgehen haben. Das heißt, die allernächsten Schritte sind, dass wir jetzt zusammen mit den Gutachtern Konformitätsprüfungen durchführen, also wirklich den mathematisch-statistischen Zusammenhang. Da werden Regressions- und Korrelationsanalysen durchgeführt von den Gutachtern und es werden Prüfungen gemacht, inwieweit es denn möglich ist, das wirklich im Rahmen der VWB-Verkehrserhebung durchzuführen und dann das zu integrieren. Da steht jetzt angeschrieben, das Ziel ist, dass wir im Sommer 26 das wirklich als Ergebnis vorliegen haben. Das heißt, wir sind jetzt gerade, dass wir das vorbereiten, dass wir die Daten an den VWB, die wir jetzt schon haben, erstmal übergeben und genau diese Prüfungen durchgeführt werden können. Und wenn wir mehr Daten haben, wird es dann natürlich nochmal weitergehend durchgeführt. Wichtig ist dann eben, dass wir im Sommer nächsten Jahres dann hoffentlich auch zu einer Entscheidung kommen. Ja, und dann werden wir weitersehen. Hängt natürlich auch ganz eng damit zusammen, was beim Deutschland-Ticket dann passiert. Auch da
sollen ja die Einnahmeaufteilung nicht nach Postleitzahlen oder jeder Mainz bleibt Mainz, sondern dass es da auch wirklich nach Nutzung passiert. Und auch da wäre ja ein Ziel, dass das mit automatisch passiert und nicht mit erheblich großem Aufwand durchgeführt werden kann. Ja, da stehen wir, Bericht aus der Küche. Das ist der Punkt, wo wir jetzt gerade sind. 36 Minuten, sehr gut. Perfekt in der Zeit. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, Ja. Stefan und Nora. Wie zu erwarten, haben wir einiges hier an Fragen in der Zwischenzeit gesammelt. Wie gesagt, Sie haben da die Möglichkeit, die Fragen nochmal entsprechend zu priorisieren. Ich würde jetzt, kann die dann auch sortieren nach Abstimmung. Stefan, Nora, ich gehe mal davon aus, dass ihr die Fragen auch seht. Ich würde die jetzt einfach mal ein Stück weit versuchen zu sammeln und von oben nach unten so ein bisschen zu bündeln und zu verteilen. Ja, das heißt, Fragen, die ich eher bei euch und eher bei uns sehe. Und das erste ist sozusagen auch ein Beispiel aus dem Münchner Verkehrsverbund. Die Frage dreht sich um das Thema Zufallsstichprobe. Da es sich ja bei der App um eine selbst selektierte Stichprobe handelt, wie geht man damit um, dass das beispielsweise im Münchner Raum ist eine Zufallsstichprobe vorausgesetzt und entsprechend die Frage ist, wie geht man mit dem Thema Stichprobe um? Und vielleicht dann in dem Kontext würde ich fast anschieben noch die nächsten Fragen hinsichtlich der Gewichtung. Ja? Also die Folgefragen sind so, wie man mit Biases umgeht und Gewichtung insgesamt über unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, Senioren, Jugendliche etc. etc. Genau. Soll ich mal starten, Stefan, und du ergänzt? Also genau, generell ist das ja auch, was Stefan vorhin meinte, dass erstmal jetzt die Daten auch bei diesem neutralen Gutachter liegen und der sich natürlich ganz besonders auf die Stichprobe stürzen wird und das sich genau auseinander differenzieren wird, was da passiert. Das heißt, das ist eins der Hauptpunkte, die untersucht werden müssen und die maßgeblich dafür sind, inwieweit man die Daten später weiterverwenden kann. Wir haben zusätzlich noch eine In-App-Befragung gemacht darüber, also wo wir ein paar soziodemografische Daten abgerufen haben und sind da erstaunt drüber, wie verteilt es ist. Das heißt dann natürlich wie immer ein bisschen den Überschuss an Männern, die bei sowas mitmachen, aber grade was Altersgruppen angeht, sind wir eigentlich ganz gut. Und auch, was man sagen muss, ist, dass die App halt sehr breit geteilt ist. Also, wie gesagt, 3 Millionen Menschen haben diese App auf ihrem Handy, und zwar über alle Altersgruppen und auch, Touristen nicht nur und, genau, die halt zum Beispiel nicht so gut mit den Automaten umgehen können, sondern lieber so eine App haben. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr breite Gruppe an Menschen, die wir auch mit der App erreichen können. Und Stefan möchte jetzt noch was sagen? Genau. Und ja, das eine ist wirklich, dass wir, also man sagt ja immer, die Alten sind nicht so affin zu Smartphones, sehen wir auch. Wir haben sie etwas weniger, aber die über 70-Jährigen sind bei uns sehr gut vertreten, sodass wir da keine Sorge haben, dass die nicht dabei sind. Ich frage dann bei Bias aber auch immer, wie sieht es denn bei der manuellen Erhebung aus? Also alle, die wir hier gerade so zusammen sind, wir sind Normalos und werden sicherlich befragt, aber auch der Befrager, die Befragerin, die im Fahrzeug sind, werden eine verzerrte Stichprobe von dem ziehen. Die werden auch nicht immer zufällig dorthin gehen. Und vielleicht nicht gleich die Gruppe Touristen, die Japanisch sprechen, ansprechen, sondern dann eher eine Familie. Also es gibt sicherlich bei der manuellen Befragung auch einen Bias, der hier, denke ich, in bestimmten Punkten geringer ist, in anderen sind wir höher. Also die Frage ist wirklich, wie gehen wir mit unter 18-Jährigen um? Aber grundsätzlich sehen wir in den Befragungen, dass wir hinsichtlich Soziodemografie sehr gut verteilt sind. Prima, vielen Dank für die Stefan, Beantwortung. waren das die Fragen oder war noch ein Teil der Frage nicht beantwortet?
Ich kann das nicht sozusagen abschließend beantworten. Ich glaube, das ist erstmal ein großer Überblick. Ich fasse mal zusammen, dass also im Wesentlichen jetzt gerade die Frage der Stichprobe, wie statistisch robust das auch ist, jetzt sozusagen gerade im nächsten Schritt bei den VBB-Gutachtern im Speziellen überprüft wird, dass ihr den Vorteil habt, dass ihr mit der BVG-App eine recht breite Bevölkerung grundsätzlich ansprecht, die auch von Touristen genutzt wird. Ich glaube, die eine Frage ist natürlich so ein bisschen bei den Touristen vielleicht nochmal, also wir haben ja verstanden, dass das BVG-Konto vorausgesetzt ist, um die Wegeerfassung anzuschalten. Ne? Und dann vielleicht auch die Hypothese, dass vielleicht viele der Leute, also die jetzt sozusagen nur für ein paar Tage in Berlin sind, sich nicht gegebenenfalls dieses BVG-Konto machen. Also, oder ist es Voraussetzung dafür, Darf dass ich man dir das da Ticket kaufen kann? kurz widersprechen? Genau, das braucht man Okay, nämlich das zum ist ja Ticketkauf. gerne. Und damit hat man halt erstaunlich viele Leute, die angemeldet sind. Ähm, Das also heißt, ich ohne kenne es tatsächlich auch BVG-Konto von bekomme ich gar kein Ticket, also in der App. in der App. Okay. Ja, Welcome to the New World. Also Papierfahrschein ist auch bei Touristen nicht mehr so in und die holen sich das lieber als digitales Ticket und damit haben wir sie auch. So, weil wir ja die digitalen Tickets dann dazu stehen können. Okay, super, vielen Dank. Dann gibt es hier noch die Frage nach der Erkennung, die würde ich erstmal bei uns sehen. Einmal hinsichtlich der Abschätzung des Wegezwecks und dann zum anderen bezüglich der Moduserkennung. Also der Wegezweck wird bei uns algorithmisch abgeschätzt. Ja, das heißt, wiederkehrende Orte, Zeitmuster, Points of Interest spielen dann eine große Rolle. Da haben wir sehr viel Zeit seitens Motion Tech reingesetzt, um das sozusagen algorithmisch erkennbar zu machen, was sozusagen zu welchem Zweck sich die Person von A nach B bewegt, ja, und was, also wir nennen das Aufenthaltszwecke, weil Wegezwecke ja immer sozusagen die Hochaggregierung von Etappen zu Wegen voraussetzt, ja, in einem klassischen Wegekonzept. Vielleicht kurze Frage an euch, nutzt ihr das Thema Wegezweck, weiß ich jetzt gar nicht, ist das relevant im Kontext eurer Datennutzung? Als in dem Business Case Einnahmenaufteilung wird auch in der manuellen Befragung nicht nach dem Wegezweck gefragt. Insofern nutzen wir das dafür nicht. Aber natürlich ist es für die Verkehrsplanung wieder ein sehr spannendes Datum, was wir da dann nutzen. So. Okay. Und für die Validierung natürlich, was Wohnorte angeht und ob wir gleich verteilt sind, nutzen wir es dafür. Ah ja, sehr gut, ja, stimmt. Das war ja auch gerade was die Bevölkerung angeht und auch in dem Vergleich mit dem SRV, das SRV. Genau. Gut, dann Frage zur Moduserkennung. Ja, also ganz plakativ gesagt, wir machen das seit 10 Jahren. Wir nutzen viel maschinelles Lernen dafür. Ja, es gibt Unterschiede auch zwischen Fußrad, E-Scooter und so weiter. Also da steckt sehr viel Algorithmik, maschinelles Lernen dahinter und sehr, sehr viel Blut, Schweiß und Tränen aus den letzten 10 Jahren. Also man nutzt nicht nur eben die Positionen, sondern man nutzt halt auch beispielsweise Beschleunigungsdaten, Metadaten aus den Apps selber, um diese Differenzierung zu machen. Ja? Also Bus und Pkw im Stau, man schaut sich natürlich an, wo sind Haltepunkte, wie nah ist es an der Linie, wie lange hält die Person mit dem Telefon in der Tasche an bestimmten Stopppunkten. Ja, wie gesagt, die Erkennungsgenauigkeit der Moduserkennung ist bei über 97%, aber natürlich gibt es auch Edge Cases, ja, wo Sachen mal verwechselt werden. Ja. Also von daher ist das keine Methode mit einer 100%igen Genauigkeit, was das angeht, aber ich sag mal so, die Algorithmik ist über die letzten 10 Jahre so ausgefeilt, dass die Verwechslungsgefahr doch relativ minimal ist und sozusagen das Gesetz der großen Zahl in dem, was wir jetzt sozusagen auch sehen oder jetzt hier im Kontext des Projekts mit der BVG, sind die Verwechslungen dann doch in dem eher kleineren Bereich, sodass sie da weniger relevant sind. Ein anderes Thema, was ich jetzt noch mitnehmen würde, ist direkt das Thema Akkuverbrauch.
Auch da muss ich sagen, ist es ja über die letzten 10 Jahre Motion Tech sehr, sehr viel Entwicklungszeit reingeht, genau das zu managen, also genau nur dann aufzuzeichnen, wenn sich eine Person auch wirklich von A nach B bewegt, den Akkuverbrauch minimal zu halten. Und das ist sozusagen aus der Praxis tatsächlich ein wesentlicher Punkt, ja auch für die Langzeitteilnahme von Personen, diesen Akkuverbrauch möglichst gering zu halten. Und dementsprechend muss man sich das wirklich so ein bisschen vorstellen wie so ein Balanceakt zwischen Genauigkeit und Batterie. Ja, der wird natürlich unsererseits technisch versucht immer sozusagen bis auf das Maximum auszureizen. Aber wir haben, glaube ich, eine Lösung gefunden, auch was sozusagen die insgesamte Skalierung der nutzenden Daten auf unserem System wird jetzt nicht aus dem BVG-Projekt allein, die schon dafür spricht, dass das Thema Batterie weniger ein sozusagen Nutzungsthema für die Leute ist, weil wir das einfach, wie gesagt, sehr lange schon optimieren und ja, da einen sehr geringen Batterieverbrauch auf der einen Seite haben, zum anderen natürlich auch uns zugutekommt, dass die Kapazitäten der Batterien und der Telefone immer größer wird. Ja. Also von daher, ja, die Zeiten, wo man damals sozusagen mit dem alten Telefon nur alle 7 Tage laden musste, sind sowieso vorbei. Also von daher, wenn man mit einer Batterieladung über den Tag kommt, ist der wesentliche Zusatzenergieverbrauch, den wir im Benchmarking-Test gesehen haben, so um die 2,5% pro Aufzeichnungsstunde. Ja, also bei 3 Stunden Unterwegszeit am Tag wären wir bei 7,5% zusätzlichem Akkuverbrauch. Genau. Hier noch die Frage, was ist denn mit dem Nutzungselement? Stefan, du hattest das auch, ich sag mal, proaktiv angesprochen. Was ist denn mit den Leuten unter 18 Jahren? Also alles zwischen 6 und 18 Jahren, was ein Ticket braucht, aber über die App sozusagen aus rechtlichen Gründen nicht erfasst werden kann oder darf, auch aufgrund des Gewinnspiels jetzt noch mal zusätzlich. Wie ist da der Plan? Also was ist da so Stand des Denkens aktuell? Wie gesagt, also entweder ist es so, dass man dann sagt, okay, diese Gruppe muss noch tatsächlich manuell befragt werden. Das heißt, man geht wieder in die Fahrzeuge und befragt dann aber auch wirklich nur Personen, die nach dem Anschein jünger als 18 Jahre aussehen. Das bedeutet, dass deutlich weniger Interviews überhaupt geführt werden müssen und dementsprechend zumindest in dem Teil sehr viel Kosten eingespart werden können. Oder aber, und da müssen wir in die Diskussion dann auch mit dem VBB, mit allen Unternehmen im VBB gehen, findet man einen Modus vivendi, wie man mit dieser Gruppe, mit den Schülern vor allem dann ja umgeht, um dort eine Einnahmeaufteilung unter den Unternehmen zu finden, ohne dass wieder alle einen Riesenapparat an Befragungskosten anschmeißen müssen. Aber da sind wir noch in der Diskussion noch gar nicht so weit, dass wir dort mit den Unternehmen gesprochen haben, sondern da ist dann das erste Brainstorming dann natürlich erstmal mit dem VBB. Okay, super, vielen Dank. Dann hier nochmal die Frage hinsichtlich der Verknüpfung. Ja, also dass Motion Tech Technologie verknüpft mit dem hinterlegten Ticket in der App. Macht ihr das? Ist das möglich? Ja, das machen wir. Genau, also wir spielen natürlich aus Datenschutzgründen Motion Tech keine Ticketdaten zu, sondern das bleibt alles bei uns. Und dann halt natürlich werden die Daten vorher datenschutzmäßig nochmal aufbereitet, aber wir können die verknüpfen über, wie gesagt, die Personen sind ja alle über ein BVG-Konto verbunden. Das heißt, wir haben da eine gleiche ID, was beide Systeme angeht. Und genau, haben dann also sowohl digitale Tickets als auch alles, was Abonnements angeht, insbesondere dann das Deutschlandticket, das bei der BVG gekauft worden ist, da Informationen drüber. Vielleicht nochmal, um klarzustellen, also das ist eine gehashte Nummer, die wir bei den Wegen haben. Also, und wir erfahren also wir kriegen zwar das Ticket dazu gespielt, aber wir wissen sonst nichts über diese Person. Also weder Name, Adresse oder irgendwas davon, sondern wir bekommen nur das Ticket und alles andere, es bleibt dann in dem Ticket-Backend und ist aus Datenschutzgründen natürlich nicht für uns einsehbar. Okay, dann weitergehen nochmal ganz kurz die Hochrechnung. Ja, also wie sieht das aus mit der digitalen Erfassung?
Gibt es dazu eigene Verfahren? Werden dafür klassische Verfahren genutzt? Wie sieht es damit aus? Also es ist jetzt bei dem letzten, also bis jetzt, wenn man normalerweise eine manuelle Erhebung hat, dann wird gleichzeitig befragt und gezählt und dann kann man von den Befragten auf die gezählten Personen hochrechnen. Das Verfahren wurde aber auch schon vor 3 Jahren im VBB angepasst oder geändert, seit deutlich mehr Firmen dann auch AFZS, also automatisches Fahrgastzählsystem, eingeführt haben. Da muss es nicht zwangsweise eine Zählfahrt, auch eine Befragungsfahrt oder andersrum sein, sondern da werden dann die Befragten einer Fahrt dann auf alle Fahrten dieser Linie dann entsprechend oder Linienvariante dann entsprechend hochgerechnet. Also nein, es muss eben, ja, das, was ich sagte, es muss nicht mehr eine Einheit sein, sondern es reicht, wenn man die Gesamtzahl der Fahrgäste über das AFZS-System weiß und kann dann von den Befragten auf die Gesamtzahl der Fahrgäste hochrechnen. Super, vielen Dank. Dann ich würde die nächste Frage mal bündeln, auch nochmal, wie ist es mit dem Anteil der App-Nutzenden, die der Erfassung zugestimmt haben und hat sich dadurch durch die Incentivierung was verändert? Dann vielleicht auch anschließend die Frage, also sehen die Leute, was aufgezeichnet wurde? Vielleicht sozusagen auch Stand jetzt und perspektivisch, ob noch weitere Ideen, Sachen geplant sind, um gerade das Thema Zustimmung, dauerhafte Nutzung, sag mal, Incentivierung der Teilnahme jetzt jenseits von Gewinnspiel. Vielleicht könnt ihr da einfach euer sozusagen Stand jetzt teilen und gegebenenfalls, was da auch gegebenenfalls noch Ideen sind oder was da noch geplant ist. Genau, also das ist eines meiner persönlichen großen Learnings, dass Apps was Kompliziertes sind, dass es einen Unterschied gibt, ob man 'n welches Betriebssystem man drauf hat, ob man Android oder ein Apple-Handy hat. Das macht das Ganze sehr kompliziert. Man weiß auch nicht immer alles, was, im Hintergrund so passiert. Prinzipiell sind wir kontinuierlich dabei, das zu verbessern, dass dies 'n besseres User-Erfahrung ist, dass es zusammenpasst mit dem Gesamtbild der App. Und da soll es dann tatsächlich noch sein, dass wir da so 'ne Statistik für die Kunden dann auch in diesem Servicemenü mit aufführen und das verbessern. Wie viel Prozent jetzt genau von den täglich aktiven App-Nutzern auch Nuve haben und wie hoch diese Zahlen sind und wer schon das Update hat oder wer seine App schon lange nicht mehr geupdatet hat, das kann ich leider nicht beantworten. Also, wir haben diesen großen Zahlenthema. 3 Millionen Menschen haben die App generell installiert und 28.000 sind bei Nuve registriert. Und wir haben ungefähr jeden Monat, wie war das? Jetzt bin ich selber durcheinander gekommen. Wir sind ungefähr bei 4.000 Leuten pro Tag, die einen Weg mitmachen. Und das sind so unsere 3 Kernziffern, aber man kann sie leider nicht immer so komplett, in Relation zueinander setzen. Wir sind auch ein bisschen überrascht, dass man nicht immer direkt sieht, man macht 'n neues Update und, nach meinem Gefühl müsste dann die Zahlen explodieren, weil alle auf einmal den Dyson-Staubsauger gewinnen wollen. Das sieht man leider nicht, aber das kann viel damit zu tun haben, dass halt die Apps unterschiedlich ausgerollt werden und, wie gesagt, nicht jeder Mensch dann das Update macht, sobald das hat, et cetera. Es ist kompliziert. Mhm. Äh, Gut, dann, also ja, aktuell sind die Wege nicht zu sehen. Also das ist aber im Endeffekt eine genau strategische Entscheidung, beziehungsweise das ist auch eine Frage der App des Nutzerinterfaces. Also es wäre möglich, sie darzustellen. Ja, also technisch ist das möglich, aber die Frage, ob man das möchte und zu welchem Zweck, hängt natürlich dann immer so ein bisschen auch von dem Business Case ab und von dem, was man da zeigen möchte. Nächste Frage ist, die Nutzung der Daten beispielsweise auch, werden die auch oder ist es geplant, dass die Daten im Verkehrsmodell der BVG verwendet werden? Ich habe gerade geguckt, Mikro an, ja. Wir haben es ja vorhin schon mal gesagt, das sind eigentlich die perfekten Daten, Eingangsdaten, auch für einen digitalen Zwilling. Und ein digitaler Zwilling entwickelt sich in der Regel aus dem Verkehrsmodell heraus. Also von daher, ja, das sind sicherlich auch sehr gute Daten, die
das Verkehrsmodell dann nochmal anreichern können. Okay, die nächste Frage würde ich mal beantworten, also Umstiege, Zwischenstopps, Begleitwege für Kinder, also die werden halt algorithmisch über das Smartphone oder die Algorithmik erkannt, also was Umstiege, Zwischenstopps angeht, beispielsweise auch die Unterscheidung, ist das jetzt ein Halten an der Ampel oder ist das jetzt eine Unterbrechung der Fahrt, das erfolgt algorithmisch. Kinder bringen und holen, also solche Wegezwecke im Sinne von Begleitung von Personen, beispielsweise wenn ich mir meine Kinder in der Kita abgebe, sowas wird auch algorithmisch erfasst unter Zuhilfenahme des wie heißt es denn, Points of Interest, ja, also sozusagen der Geoinformation, die dort möglich ist, und dementsprechend ist es möglich, solche Sachen voneinander zu unterscheiden. Validierungsstudien, ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt, 12:18 Uhr wurde das gefragt, also ja, Validierungsstudien, genau, hattet ihr ein paar Folien gezeigt im Kontext SAV, genau, also nutzt ihr, so wie ich es verstanden habe, habt ihr dazu noch sozusagen Themen, die ihr noch ergänzen wollt, ja? Also welche Validierungsstudien liegen vor gegenüber klassischen Interviews, Wegetagebüchern, SAV und so weiter und so fort? Hatten wir sozusagen in den Folien. Stefan, willst du anfangen? Also wir haben natürlich das, was wir eigentlich schon Zähldaten. dargestellt haben, wir kennen ein paar, es gibt ein paar Vorgaben, wo wir quasi Ground Truths haben, und genau die haben wir jetzt ja auch versucht darzustellen, dass wir gesehen haben, wie ist es bei der SAV, die ja wirklich statistisch abgesichert, zufällig gezogene und repräsentative Befragungen durchführt. Wie sieht es aus bei den insgesamt nach den Geschäftsberichten, den Fahrgästen der einzelnen Verkehrsbetriebe? Und wir haben, wie gesagt, diese In-App-Befragung, um einfach einen Abgleich zu kriegen mit dem, was sonst so passiert. Ich habe gerade auch noch kurz gesehen, da war die Frage, wie werden denn die Leute überhaupt aufgefordert mitzumachen, also eingeladen. Das ist, dass jeder, der die App benutzt, bekommt, oh Gott, beim dritten Öffnen bekommt er dann so ein Pop-up und gesagt, möchtest du nicht bei Nuve oder bei der automatischen Wegeerfassung mitmachen? Und dann im weiteren Fortgang gibt es dann auch nochmal die Aufforderung, bei der Umfrage mitzumachen. Also das heißt, jeder und jede, die die App hat, wird zu einem gegebenen Zeitpunkt, nachdem ein Update durchgeführt wurde, dann auch darum gebeten, an der Wegeerfassung mitzumachen. Super. Dann würde ich jetzt letzte Frage nehmen, und zwar die Unterscheidung der Verkehrsmittellinie, Parallelverkehre, auch unter Berücksichtigung von Verspätung. Also wir nutzen halt Algorithmik dafür. Es werden eine ganze Menge sozusagen Liniennähe, Haltestellennähe, Fahrplandaten mit hinzugenommen, um dies genau auszudifferenzieren. Man erzielt damit durch eine sehr, sehr hohe Treffergenauigkeit. Vielleicht nochmal Frage zurück an Stefan und Nora hinsichtlich der sozusagen Anwenderseite. Seht ihr da sozusagen Probleme oder wie ist eure Einschätzung der Genauigkeit bezüglich Verkehrsmittellinie, Parallelverkehr? Ich denke, da ist tatsächlich dann eine Herausforderung. Wir bekommen die Daten, wir machen ja in der App nicht den direkten Vergleich. Zum Beispiel auf der Stadtbahn gibt es verschiedenste S-Bahn-Linien und natürlich dann auch Regionalbahnlinien. Da kann ich dann erst eher aus dem berichten, was ich im direkten Vergleich dann sehe. Und meistens trefft ihr das, aber da gibt es sicherlich noch Punkte, wo mit Echtzeitmessung oder sowas vielleicht auch noch eine Verbesserung möglich ist. Mhm. Ja, vielleicht noch sozusagen den Kontext auch da, vielleicht aus anderen Projekten. Ne? Also natürlich gibt es Möglichkeiten über Echtzeit-Fahrplandaten. Aktuell genau, werden Verspätungen eben nicht berücksichtigt, ja, um da sozusagen Genauigkeit zu erhöhen. Im Kontext der Schweiz, Allianz Swisspass, nutzen wir auch beispielsweise, dort gibt es eine flächendeckende Bietenausstattung, auch solche sozusagen zusätzlichen
Sensordaten kann man halt heranziehen, um einfach nochmal genau für diese Edge Cases oder schwierigen Fälle nochmal die Genauigkeit zu erhöhen. Genau, damit sind wir jetzt auch schon eine Minute drüber. Ich danke erstmal für diese rege Teilnahme. Ja, auch die, ich sag mal, sehen wir 85 Personen, die es bis zum Ende hier durchgehalten haben. Recht herzlichen Dank für die regen Fragen. Es tut mir leid, dass wir jetzt nicht ganz durchgekommen sind mit allen Fragen. Da gibt es noch einige mehr. Ich hoffe, wir konnten die brennendsten beantworten. Ja? Genau. Ganz, ganz herzlichen Dank, Stefan und Nora, für die tolle Präsentation, auch für das Rede- und Antwortstehen während der Frage- und Diskussionsrunde. Genau, und ich wünsche Ihnen allen noch einen wundervollen Tag. Ich schaue aus dem Fenster, wunderschönes Wetter in Berlin. Ich hoffe, im Rest der Nation sieht es ebenfalls so gut aus. Und ja, bedanke mich für die Teilnahme und wünsche allen einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Wunderbar. Danke. Danke, tschüss. Tschüss zusammen.